Mal sehen, was die gute dazu zu sagen hat. Wir haben immer noch die Taschenlampe in der Hand, merke ich gerade. Das kann natürlich weggelegt werden. So. Handschuhe eigentlich auch, aber ey, was soll's. Das schadet ja nicht, oder? Hoffe ich. Wir reden mal mit der Guten. Wir waren noch gar nicht oben, merke ich gerade. Well. Don't keep me waiting now. What's in there? In that dark sarcophagus? In dem dunklen Sarkophag? Der dunkle Sarkophag. Du legst eine dramatische Pause ein. Yes, yes. How was it? Ja, pass auf. Tell her how ghastly it was. You know it's what she wants to hear. Stimmt, wir müssen ja nicht mal die Wahrheit sagen, ne? Wir können ja natürlich auch flunkern. Was? Es war ein Beinhaus der gescheiterten Geschäfte, das diesem Buchladen die Lebensenergie entzieht. Oder, wir könnten sagen, ehrlich gesagt war es eine Rumpelkammer. Es gab nichts zu sehen, nur jede Menge Gerümpel. Da sollte man mal die Sonne reinlassen. Oder, meine persönliche Meinung wäre hier unangebracht. Okay, es war ein Beinhaus der gescheiterten Geschäfte. I knew it. Oh, such horrors that have been thrust upon us. Was? Achso, sie schüttelt den Kopf, natürlich. Weiter. But, what else did you find? Did anything survive? No, of course not. Have you located the entity? Achso, man kann ihr nur die Wahrheit sagen, wie ich sie gerade sehe. Ich habe mit dem Wesen gesprochen, von dem sie mir erzählt hatten. Sie heißt Neha und ist eine Würfelmacherin. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Nein, ich habe ihre Aura gespürt. Sie ist an diesem Fluch nicht schuld. Womöglich hat sie etwas damit zu tun, aber ich habe keine Möglichkeit, das böse Wesen weiter zu befragen. Oder sie ist weder eine Hexe noch ein böswilliges Wesen. Sie ist eine Geschäftsfrau, genau wie sie. Sie ist nicht schuld an diesem Fluch. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Sie ist sehr verblüfft. The narrative she's built herself, it does need tearing down. Ja, es muss auseinandergenommen werden, She's ja? squeezing on the pendant too tight. A drop of blood in her palm. Zu fest an den Anhänger. Auf ihrer Handfläche ist ein Tropfen Blut, oder? Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. Oh, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Also unsere Logik, Beherrschung und Suggestion hat sich zu Wort To gemeldet. hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. Und unsere Schauspielkunst, natürlich. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Wir haben einiges. Sie sagt, es gebe keinen Fluch, nur zu viele Ungereimtheiten. Sie hat gesagt, dass es nur an Kapitalismus liege. Insolvenzen seien eine Nebenwirkung unseres Wirtschaftssystems. Das wird dir nicht reichen, glaube ich. Du lügst. Es liegt am Tierpräparator. Der Besitzer hat sich mit dunkleren Künsten befasst als nur der Taxidermie. Das hat dann die Geister aus dem Nichts herbeigelockt. Könnten wir sagen, ist bisher mein Favorit. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Antwort für sie. Ich muss noch ein paar Anhaltspunkte nachgehen, wie dem seltsamen Funkcomputer-Dings. Stimmt, das war auch noch. Da hatten wir auch noch was. Es gibt noch ein weiteres Wesen, viel böser und für die Geschehnisse in Martinez verantwortlich. Vielleicht werde ich ihm über den Weg laufen. Ja, wir haben doch dieses Video gesehen. Oder wir haben mit dem Funkgerät haben wir mit jemandem gesprochen. War das nicht so? Ich meine schon. You're telling me that you went in there and didn't find out anything about the curse? Naja. Of course. I should have known better than to put my hopes on a man like you. You're no Simonese ghost whisperer. You're an alcoholic. Was? The investigation's over. I don't want you going in there anymore. Was? You're only angering the psychic weather in here. Now, if you're not going to buy anything... Sie wendet sich der Tür zu, als ob sie auf potenzielle Kunden warten würde, die nie kommen. Wow. Total psychic collapse between you two right now. Ja. There was never any other way this could have gone. She's just too far gone into her own Das mind. kann natürlich sein, ja. I am sorry we had to disappoint you, ma'am. Can we go now? Ja, tschüss. Adieu. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich erhofft hatte, aber ich dachte, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, mit diesem Funkgerät. Wir haben doch mit dieser alten Frau oder was, ein alter Mann, ich weiß nicht mehr, gesprochen.
Wir gehen noch mal kurz hoch, bevor wir hier rausgehen. Hier gibt es ja noch was. Guck mal. Guck mal an, hier haben wir doch noch ein bisschen Stuff. So. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Aha. Was sind denn das für Krimis? Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. Aha, interessant. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Ist das so? Bringen die mir irgendwas? Bringen die mir irgendwelche Fähigkeitspunkte? Du siehst dir die Bücher an. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Ist das so? These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Das stimmt. Also, man kennt das ja aus Krimis, aus irgendwelchen Filmen und auch aus Büchern. Die Leute finden immer irgendwelche Hinweise. Das geht dann ins Labor. Man findet einen Verdächtigen und man hat ich würde mal sagen, direkt jemanden, den man verdächtigen kann und auch direkt in den Knast bringt. In Wirklichkeit ist das wahrscheinlich überhaupt nicht so. Deswegen, man findet nicht immer irgendwelche Fingerabdrücke oder Haare hier und da und kann ich mir nicht vorstellen. Aber im Buch, im Film, findet man immer irgendwas. Ich meine, man muss ja irgendwie zu einem Happy End kommen, ne? Meistens gibt es ja ein Happy End. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Klar doch. You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. Wow. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House. The Final Case of Dick Mullen. An Obvious Lie. Dick Mullen in the Clock Tower. The Ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's Funeral Pyre. Alter. The Murder of Dick Mullen. Oh, The Murder. Dick Mullen stirbt? Oh no. Oh. Turns out he faked it to solve a case. Selbstverständlich. Gibt es noch mehr? Yes, there's also The Dame Who Did It. Farewell, My Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. Absolut. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. So ein Unsinn. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Das wird man wohl nicht rausfinden, oder? Reaktionsvermögen? Wer ist Dick Mullen? Wir können es mal versuchen. Your quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. Was haben wir denn da? Eine Verwechslung? A worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Warum spricht mich das an? Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Das könnte stimmen. Schließlich bin ich ein komplizierter Typ. Total widersprüchlich. Then this is the book for you. Kosten 7,99. Ich möchte diesen Dick Mullen Roman kaufen. Und ein Fall von Sollte ich das jetzt holen? Ende. Ich hol's nicht. Was haben wir denn hier in Gedanken? Lonesome, long way home. Ah, unser Gedanke ist Here we abgeschlossen. go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district,
Then, past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Unser Bonus. Lerngrenze für Wahrnehmung auf 5 erhöht. Speed gewährt ein Psycho wahrscheinlich. Speed? Die Droge? Speed? Also Lerngrenze für Wahrnehmung auf 5 erhöht, was schon mal gut ist. Ist das schon erhöht jetzt? Langer, einsamer Heimweg. Können wir auch vergessen. Muss aber nicht. Warum denn auch? Ich würde gerne schauen. Wahrnehmung. Oh, wir können es erhöhen, sehe ich gerade. Wir haben einen Punkt bekommen. Ein Fertigkeitspunkt, glaube ich. So, was wollte ich denn nehmen beim letzten Mal? War das nicht sogar Wahrnehmung? Ich meine, es war sogar Wahrnehmung, oder? Sie höre und rieche alles, verpasse kein Detail. Würde ich gerne erhöhen. Dann haben wir das auf 4. Okay. Wir könnten es zurücksetzen? Nee, annehmen. Ich will das annehmen. Wahrnehmung ist, glaube ich, wichtig. Ja, das Buch weiß ich jetzt nicht. Müssen wir jetzt im Moment nicht kaufen. Ich muss noch nichts lesen. Wir gucken uns erstmal alles an. Eine altmodisch aufgemachte Bildbroschüre, sehr farbenfroh. So, da ist doch noch irgendwas. Da ist doch noch irgendwas. Mann, warum? Ja, egal. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Irgendwas Außergewöhnliches auf diesem Regal? I would say the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Super, mehr muss ich nicht wissen. Wer oder was sind denn Schuldreine? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Ein bisschen, ja. The book Kleines is also bisschen. very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Okay, ich dachte, es ging darum, wer von diesen Schuldreinen am coolsten und besten ist. Nein, das sagen wir nicht. Also würden Sie es mir denn empfehlen? Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. Bei mir im Kopf herrscht eine Menge Chaos, muss ich sagen. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Es enthält irgendwas Persönliches. Weißt du was? Buch die größten Schuldreihen. Weißt du was? Das hole ich. A true cultural touchstone. Brauchen wir nicht. Enjoy the read. Danke sehr. Tschüss. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber... So, hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Noch ein langweiliges Buch. Wurde einfach hier abgelegt. Also uninteressant. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Du siehst dir die Bücher im Regal an. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. Oh, okay. These 3 things are very important to the working class mind. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Ja, aha, interessant. Wie funktioniert das? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Oh mein Gott. Wholeness, unity, balance.
on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Ich frage mich jetzt, ob wir tatsächlich irgendwelche guten Statistiken rauskriegen. Ob wir unsere Fertigkeiten verbessern können oder ob wir vielleicht eine Quest daraus bekommen. Ich habe keine Ahnung. Deswegen höre ich mir das alles an. Ich lese mir das alles durch. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And das ist natürlich interessant. there's even a chapter on the ancient Seraise tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. Alles klar. Ende. Nothing worth buying. Was haben wir denn hier im Inventar? Ach, wir haben ja unser Buch wahrscheinlich, ne? Where is our book? Da ist es. Interagieren. Dieser verstaubte Band enthält Wissen über die Geschichte der Schuldreinen. Der Autor ist ein gewisser João Paulo Salomão López de Fuego. Ein meskischer Faschist, der zu erörtern versucht, wer von allen Schuldreinen in der Welt am coolsten ist. Wir interagieren The mal. Greatest Innocence by João Paulo Salomão López de Fuego. The book is large and heavy. Du schlägst den riesigen Band auf. Browsing through the various chapters, you try your best to understand the ceaseless overflow, the sprawl of names, dates, places, events historical. Most of it ends up as a twisted mass of facts inside your brain. Okay, ist das jetzt gut? Your educational survey is done. Did you catch any of that? No. Oh well, it's pop quiz time. Let's see what you've learned. This might take a few minutes. Was? You ready? Klar. That's the spirit. Here we go. Question 1. Who was the first innocence? Oh yeah, this is what I was made for. Ach, wirklich? Na gut, dann gib mir alle Hinweise, die du auf Lager hast. A pop quiz is a short examination designed to test your knowledge without any prior warning or announcement. Such exams allow the teacher to assess how thoroughly the students have retained the material at hand. Ja. Voila. Now blast that first innocence. Genau, das ist das Problem. Warum konnte ich damals in der Schule nicht plötzlich meine Enzyklopädie einfach aufrufen im Hirn? Erklärt mir alles. Thanks for nothing. Zwielicht? Danke für nichts. Was? Dolores Day. Dolores. Dolores Day. Das ist die Antwort. Incorrect. Was? Dolores Day was the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. She codified parliamentary democracy and created modern institutions. Among these, the moral intern, she was powerful and beautiful on all her icons. Okay. Her colors are silver, white, and apricot. And when you think her name, Dolores, stomach acid rises to the back of your throat, and it hurts. You see a flash silver, a wreath, an airport bag, and blonde hair. You don't know why. Another choice, perhaps? Bitte, ja, bitte. Steer clear of this one. There's something terrible about this one. Was? A strange sensation of loss. When she left the earth, the dust, and the ice, and the humans. That is unimportant to the quiz. Stop thinking about this. Okay, Alter. Was geht hier ab? Na gut, dann gib mir alle Hinweise. Oh Gott, ganz ehrlich, ich habe nichts von dem behalten. Ich konnte es nicht mal lesen. Then go with your best guess. Isn't that what students are trained to do Klar. when they don't know the answer? Wie wär's der Perikanassia? Correct. Nothing much is known about him. It's not even clear that he was a he, but Franco Negro presumed as such and called him Pius. He's depicted as a young man with molten gold pouring out of his mouth. All he spoke was gold. It's said he invented God and equality of men before God.
He also introduced the gold standard as a way for measuring people's love for Aurum. Immerhin, es war richtig. As the first innocence, he declared that there should be more of those like him. It is presumed his disciples were the beginning of the Holy Party, the founding party. Question 2. Who was the strongest innocence? Easy. Everybody knows the answer to this. You, me, anybody. Na klar, wie wär's mit, versuchen wir es doch nochmal, du wirst mir ja sicherlich helfen. An innocence is the highest category of historical personage in the world, a literal personification of history. Traditionally, an innocence, when anointed, assumes supreme rule over the Occident or the known world in general. At least the parts that matter. Du redest in Rätseln, meine liebe Enzyklopädie. Ja, ja, wirklich interessant, aber ich dachte, du gibst mir vielleicht die Antwort auf die Frage. Einfach nur die Antwort. I can do better. Okay, so commonly an innocence does not enforce his or her power through military power. This is seen as unnecessary. The innocence wins because an innocence can't help but win. For their deeds are inevitabilities. Did this help? Absolut nicht. Damn. Great. Toll. Dolores. Schmerzgrenze sagt Dolores. Er hat mir vorhin schon Scheiße erzählt, die Schmerzgrenze. Ich sag mal Franco Negro. Correct. Named the innocence of militarism, he codified hereditary rule, but at the same time ended serfdom and established the inter-isolari real as the global reserve currency. He also established the concept of the nation. Verstehe. Ich wusste es doch. Franco Negro attempted to solve the rising tensions between the aristocracy and bourgeoisie by building a unified society in which every man has a place and a mission, but at the same time may rise to nobility provided on the strength of his virtue. Okay. Ich muss sagen, das ist ein Quiz und ich erwarte, dass ich wirklich was Gutes dabei rauskriege. Dass ich eine gute Belohnung bekomme. Question 3. Who was the false innocence? Die falsche Schuld rein. Got it under control. No problem. Solid on this one. It's widespread historical information. Ja klar, es war natürlich Stefan der Verächtliche. Incorrect. Stepan the Despicable, regent of Kedra, was a ruler who conquered the known world during the Kedriatic conquest, instead of the despotic Erno Pasternak. Would you try again? Und nicht etwa der... Okay, wie wär's mit Erno Pasternak? Correct. There have been a number of counter or false innocences, some assumed to have innocentic qualities, some who just thought so themselves. Occasionally, they have the support of a faction inside the ecclesiastic organization, and accusations of foul play have arisen. Die Stimme, also ganz ehrlich, die Stimme ist mega. Also diese Synchro, der Hammer. Das hört sich so krass an, die Stimme. Höre ich sehr gerne zu, muss ich sagen. The most famous and important of these was Erno Pasternak. He was into torture, despotism, hymns, cannons, and world conquest, but got defeated and humiliated by Stepan the Despicable of Kedra. Ja. Final stretch. You've come so far and learned so much. This is the most important one. Question 4. Who was the greatest innocence? The most important of them all. The most precious to humankind. Das kann ich dir sagen. I've got it. Honest. Es muss Dolores Day sein, weil sie übrig bleibt. Correct. The Mesk might see Franco Negro as the father of nations, but as of this century, there's been a great shift in attitude. Dolores Day has become widely regarded as the greatest innocence. A most radical change to the whole fabric of the world. Everything from inter-isolary travel to the connected world to 3 consecutive scientific revolutions can be traced back to her. Every decade that passes, she seems less human somehow and more beautiful. Congratulations on finishing the test.
The results and your subsequent grade have been calculated. Oh. You get a B. Oh. Good enough. Everyone misses a few from time to time. Eben. You would have done better if you just dialed the Dolores Day down a bit. Du verfluchtes, arrogantes Buch. What's going on with you? Der Lieutenant wird durch dein wildes Gefluche wachgerüttelt. Hält sich für so schlau, das verdammte Ding. Das Buch ist... Ja? Okay. Der Lieutenant starrt dich mit unerschütterlichem Gesichtsausdruck an. You are shouting at an inanimate object, like a real weirdo. No wonder you seem to have trouble with the right answers. Ich stecke das Buch lieber ein. Alter. Krank. Das ist so ein krankes Spiel, ganz ehrlich. Aber es hat echt, ich muss sagen, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. So, ich glaube, wir sind hier durch. Wobei, hier ist noch was. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Okay. Du betrachtest die Karte von Insulinde. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Okay. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Wer kennt es nicht? Und sonst? Ozon, Laurentide, Fas a la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Scheint also eine sehr alte Karte zu sein, wo man nicht wirklich was erkennt. Disintegrating into mathematics. Okay. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Du betrachtest die Ränder der Karte. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. Ich verstehe. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. Ich frage mich, ob wir da jemals hinkommen, tatsächlich. Zu diesen Orten. You have little idea what they are. Distant stars, gods. But looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you. And very, very far away. Das bemerke ich, ja. Perhaps they are gods. Gods of distance and outer dust. Okay. Kann ich diese Karten kaufen? Haben wir dann eine Karte? Du betrachtest die Karte von Revachol. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Und westlich vom Fluss? Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forburg. It's almost as bad and much larger. Voll die netten Then Coal Cities. City. It's the worst. Ah ja, und jetzt wird's interessant. Und Martinez, wo wir uns befinden? It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbor. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. Okay. Was uns interessiert, ist natürlich Martinez und es gibt auch eine Karte von Martinez, so wie ich das hier sehe. Ich hoffe, wir können die nutzen. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it.
drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor. Even the whirling in rags there. Vielleicht können wir die ja kaufen. Ich frag mal die gute... I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. Oh. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Warum? Es sind Karten. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Aber warum ist die so billig? That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? Absolut nicht. Nein. Und was ist dann passiert? They didn't get that far. For some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. All diese Ruinen sind nicht gut fürs Geschäft. Wir haben die Möglichkeit, das Ding zu kaufen für 90 Cent oder mit unserer Mechanik, die nicht gerade ausgeprägt ist, mit 42%, es zu klauen, zu stehlen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich meine, wir sind immer noch Polizisten, ne? So, wir kaufen das Ding für 90 Cent. Always good to be informed of your surroundings. Ja, vielen Dank. Ende. So, jetzt möchte ich mal sehen, ob das tatsächlich eine Karte ist oder ob das einfach nur... Wir können interagieren. Eine abgenutzte Karte der Region Martinez aus dem Jahr 48. Der Titel lautet Bienvenue à Rivachol. Sie ist ein wenig veraltet, da sie ursprünglich von einem Designstudio entworfen wurde, um Martinez etwas aufzupolieren und es in einen angesagten Touristenort zu verwandeln. Ohne Erfolg. The worn Interagieren. map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. Okay. Du zeichnest einen Weg durch das Straßennetz. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypar, over Saint-Brun and Martinez North. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. Okay. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the Map tab. Wir haben eine Map, Freunde. Du steckst die Karte ein. Perfekt. Endlich. Eine Karte. Gut. Es ist jetzt nicht wirklich optimal, aber hey. Das Gute an dieser Karte ist, wir können jetzt natürlich sehen, wo diese ganzen Würfelproben zu finden sind. Schlafende Hafenarbeiter. Das war auf jeden Fall im Hostel. Die Eismaschine. Da ist nicht ganz genau beschrieben. Da ist ein Riesenrad. Fischerhütten, Kirche. Hafenviertel von Martinez. Da sind wir im Moment. Ja, es geht noch weiter nach Westen, wie ich sehe. Zu einem Riesenrad. Zu einer Kirche. Interessant. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. War geil. Ich bin sehr froh, dass wir das gefunden haben. Kartenwand. Geschützte Tür. Was könnten wir denn da machen? Schmerzgrenze, Mechanik. Müssen wir uns nochmal anschauen, alles. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Das hier oben können wir uns leider nicht angucken. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich habe keine Ahnung. Da oben scheint es irgendwas zu geben. Egal, was ich drücke, ich komme da nicht hin. Keine Chance. Huch. Moral zurückgewonnen? Ja, komm, machst du auch. Gesundheit direkt. Warum? Was soll's? Wollte ich ja eh machen. So, dann gehen wir wieder raus. Tschüss, Madame. Wir gucken jetzt mal ins Questbook. Was wir denn da Neues machen können. Oder welche Quest wir jetzt in Angriff nehmen. Wir haben eine Karte. Was mich sehr freut. So. Voll gut. Unsere Aufträge. Am nächsten Tag erneut. Wir haben aber noch nicht den nächsten Tag, oder? Ich weiß es nicht. So, ein paar haben wir beendet.
Das ist schon mal gut. Öffne den Müllcontainer. Hinter dem Whirling In-Racks befindet sich ein abgeschlossener Müllcontainer. Der Manager Garte müsste einen Schlüssel haben. Alternativ könntest du den Deckel mit roher Gewalt aufbrechen. Dazu benötigst du bloß eine Brechstange, die wir haben. Die wir tatsächlich haben, ja. Aber ich würde gerne erstmal mit Garte sprechen. Mit ihm müssen wir eh reden. Er wäre sowieso eines unserer nächsten Ziele gewesen. Das heißt, wir gehen wieder zurück in Le Hostel. So, und ich weiß auch nicht, wer der Typ ist. Wir gehen erstmal zu Garte. Oh, die Küche ist offen. Was ist das denn hier? Du erhaschst einen Blick auf Gewerkschaftsutensilien im Inneren. Ein Streikplakat, einige rote Wimpeln. Darf ich hier durch? Wir sind in der Küche gelandet. Was ist das hier links? Fotos von Männern in Arbeitsanzügen, die Waffen und Gewerkschaftsplakate tragen. Okay, wir kommen nochmal wieder. Ich will noch nicht hier sein. Alter, wir mit unseren gelben, dicken Handschuhen. Garte. Mal gucken, wie seine Stimme ist. Na klar. Ich glaube, ich habe seine Stimme sogar ziemlich gut nachgemacht, oder? Gehört der Müllcontainer hinten im Hof Ihnen? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Ja, ganz genau. Erklär mal. Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Was ist das denn für ein Gefühl? Prod at him and find out. So ist es. Wirkt das nicht hartherzig auf Sie, selbst Ihre Essensreste vor den Armen wegzuschließen? Callous? What are you? Kras Mazov? Nein. Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that regard. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Graz side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Okay, okay. Ich bin kein Krasmazov oder vielleicht bin ich ja Krasmazov. Ich bin kein Krasmazov. No one was implying you were, officer. Where were we? Wir brauchen diesen Schlüssel. What do you need them for? Das geht Sie nichts It an. concerns the case. Please cooperate. Ja, Just bring them back once you're done, please. natürlich. Okay, wir haben die Schlüssel einfach so bekommen. Finde ich gut. Ich brauche einen Drink. Können Sie mir einen machen? Nein, nein, nein. So, die zwinkerst. Stimmt. Stimmt, wir hatten mit Silvi gesprochen, per Funk. Also wegen meiner Schulden. Nein, die wollen wir jetzt nicht ansprechen. Alkohol will ich auch gerade nicht. Wir sprechen mal hier. Mir ist im Whirling eine Sache aufgefallen. Eine Sache, über die ich mit Ihnen reden muss. What thing? Ich habe ein Schild gesehen, auf dem stand, dass die Kantine für die Gewerkschaft reserviert ist. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. Ist das etwa eine Anspielung? We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Okay, also wir finden heraus, wer sich im Gewerkschaftsraum aufhält. Das ist ein neues Ziel. Das werden wir machen. Wie wollen wir sie denn finden, mein lieber Kim? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even men on strike. Das stimmt. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Okay, es ist nach 16 Uhr. Auf dem Schild stand Einlass 16 Uhr. Warum ist noch niemand in der Kantine?
Oh. Good question. Good question an den Cafeteria-Manager. They're probably getting drunk or protesting something somewhere. Aha. Or laying low after the, lynching. Warum denn das? They probably fucking killed that guy or something, and that's why. Oh, 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 oh. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Ja, das stimmt. Wir werden noch mal auf sie treffen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Das ist schon mal gut. Ich wollte sie noch etwas anderes fragen. What? What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Ja, das habe ich gemerkt. Mir ist im Whirling noch eine Sache aufgefallen. Ist es? Nee, ne? Sonst hätten wir ja die Möglichkeit gehabt gerade. Ich habe nämlich mit Sylvie gesprochen. God. Er sieht nicht besonders erfreut aus. Oh, but he should be. Lay it on him. Es hat sich herausgestellt, dass sie eine Hure ist, die gerne auf dem Schwanzkarussell mitfährt. Alter. Gibt es keine andere Möglichkeit? Zum Beispiel sowas wie eine Rückspulfunktion? Aber ich will ihn damit nicht konfrontieren. Weißt du was? Wir sagen das. Wonderful. Kim ist, ja, begeistert. It is. It's wonderful. What? What does that mean? Cock carousel. Sie dreht so lange ihre Runden auf dem Schwanzkarussell, bis sie dafür zu alt ist. Dann wird sie mit einem Ernährer sesshaft. Keine Zeit für Vorträge. Worauf es ankommt, ist, dass sie aus ihren fiesen Psychospielchen als Verlierer hervorgehen. Sylvie ist komplett durchgeknallt. Was? Oder du hämmerst nur mit deiner Zunge gegen die Innenseite deiner Wange. Ja. Ja. God, does it mean you talked to her? Hab What ich else gerade did she gesagt. say about me? Ja. What else do you need? Das wollen sie nicht wissen. Ja, sie hat gesagt, dass sie unglaublich gerne auf dem Schwanzkarussell fährt. Ein Riesenspaß. Du stellst ein Karussell mit Schwänzen bildlich dar, das sich fröhlich im Kreis dreht. Nein, das wollen sie nicht wissen. The man leans his hands on the counter and sighs. His head drops between the shoulders, heavy and defeated. She broke the bird, the great skewer. I found it on the ground with the broken wing on the morning she left. Aha. I should have known. It was her way of telling me to piss off. I should stuff it up my arse. Okay, er hat's zugegeben. Or you broke the bird. It can also be that. I think Sylvie even. Weiß ich nicht. Yes, the bird is connected to this. It's a symbol of hope, and she broke it. Oder, naja, vielleicht habe ich ihn kaputt gemacht. Nein. Ja, Mann, Signale, zweideutige Signale. Das ist das typische Schwanzkarussellverhalten. Ja. Huh. Cock carousel. I think I understand now. That's what they ride until, 39. Wahrscheinlich auch später. They ride the cock carousel until the clock runs out. Here, have the rest. Er nimmt eine Weinflasche aus dem Regal und schenkt sich ein Glas ein. Sie fahren auf dem Schwanzkarussell, bis die Uhr abgelaufen ist. Hier, nehmen Sie den Rest. Er verkorkt die Flasche und gibt sie dir. Now, let me have a drink and Na bitte. think about this shit for a moment. On my own. Er starrt auf die blutrote Flüssigkeit im Glas. And there we have it. Isn't that beautiful? Another situation fixed by Dr. Love. Ganz genau. Traumhaft. Das haben wir sehr gut hinbekommen, glaube ich. Werkzeug. Eine große purpurrote Flasche mit zuckersüßem Billigwein, hergestellt aus Armut. Was? Armut? Zucker, künstlichen Geschmacksverstärkern und einer vagen Erinnerung an etwas namens Trauben. Färbt garantiert deine Lippen. Könnten wir in die Hand nehmen. Aber warum? Achso, zum Saufen, ne? War das nicht so? Ja, aber ich will jetzt keinen Wein trinken. Was bringt mir das? +1 Konstitution. Oh, 4 Portionen haben wir davon.
Das heißt, wenn wir Konstitution benötigen, können wir das trinken. Ich verstehe. So, das bedeutet aber auch, wir haben eine neue erledigte... wo ist es? Hier. Lieutenant Liebe haben wir also abgeschlossen. Finde ich ganz gut. Wir können jetzt... wir müssen jetzt noch zum Müllcontainer. Wir haben den Schlüssel bekommen. Hier in der Küche ist eh noch nichts los. Wir kommen wieder. Wobei, Moment, was ist denn da in der Spüle? Was ist da? Die Teller trocknen. Sie riechen nach Chemikalien und Kiefern. Uninteressant. Was ist das da oben? Real, her damit. Ja, der Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. Naja, es ist ja auch eine Küche, ne? Kommen wir durch? You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Oh. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. Ich komme wie der Tür. Merkt ihr meine Worte? The door stands silent, unmoved by your words. Deine Worte lassen sie kalt. Okay, das merken wir uns natürlich. Aber wir haben eine neue Quest bekommen, so wie ich das gesehen habe. Ist schon mal gut. Ja, raus bitte. Wir möchten zu dem Müllcontainer. Ich möchte gerne wissen, was in diesem Müllcontainer so liegt. Wir haben ja jetzt den Schlüssel bekommen. Wir müssen nicht mit der Brechstange drauf los. So, wo war die denn nochmal? Die war hier irgendwo, ne? Hier oben? Ja, da ist sie. So. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Du öffnest das Vorhang geschlossen mit dem Schlüssel. Wir könnten natürlich auch das hier machen, aber wofür? Wir haben den Schlüssel. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Was? Was ist das? Just a feeling. A warning from some part of you. Wir öffnen. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Dieses Geräusch. Ich habe auch irgendwie so einen Geruch jetzt in der Nase. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Okay, du wirfst einen Blick unter die Kartons. Du stocherst in den Lumpen herum. Wir gucken erstmal unter die Kartons. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. Was? Warum? You've done this before. Oh. The movements are recorded in your elbows. The methodology in your fingers. You're used to this. Gewöhnt an was? Ans Mülltauchen? No, searching for evidence in the trash. Okay. Okay, wir tauchen tiefer hinein. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. Oh. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. Okay. Dann stochern wir mal in den Lumpen herum. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Du greifst danach. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. Oh. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Wahrscheinlich. Drop them in here, officer. Der Lieutenant zieht einen schwarzen Plastikbeutel mit der Aufschrift Beweismaterial aus seiner Tasche. Du steckst die Hose in die Tüte. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but Er wirft einen Blick in den Container. the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Okay. Something slimy catches your eye. Wir greifen danach. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Du steckst das Shirt in die Tüte. This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye.
but other than that, Ein entsorgtes Geschirrtuch, eine Tasse, sonst nichts. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Okay, ja. Wir müssen die Kinder fragen, wer sie dort hineingeworfen hat. Das müssen wir tatsächlich. Fuck's he on about? Kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. Boah, Alter, die beiden, ne? See? Ja, ich merk's. Meinen Sie, dass dass vielleicht jemand aus dem Whirling in die Sache verwickelt sein könnte? Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and this establishment had the key. It's just a small loose thread. Ja, aber der Manager hat ja gesagt, der Schlüssel, den hat auch diese Müllverwertungsleute oder diese Müllabfuhr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, du fährst the fort. lieutenant nods, then looks back into the trash container. Du durchsuchst die Essensreste. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, what's this? Was denn? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Okay, du ziehst es heraus. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Ein Mann also. Officer, is that your paperwork? Moment mal. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. Am Brett klebt ein Blatt Papier in erbärmlichem Zustand. Was zum Henker macht das da drin? If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Das Ganze hat etwas Unheilvolles an sich. Vielleicht musste ich das Fallbuch verlieren, damit das große Blutvergießen beginnen kann. Vielleicht hat irgendwer aus dem Whirling es in den Müll geworfen. Ich weiß es nicht. Ich bin langweilig. Oh Gott. Ja, vielleicht lieber nicht drüber reden. Understood. Ja, ich will nicht drüber reden. Die Tasse, diese Tasse hole ich mir auch. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron, Was? Ist das eine Antiquität? only in its social sensibility. Ja, wir nehmen die mal. Der Lieutenant wirft einen flüchtigen Blick auf die Tasse, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder dem Müll widmet. Es sind alles Beweismittel, mein lieber Kim. Wir schließen mal den Deckel. The container sounds a muffled gong. Diese Geräusche, ne? Also die Geräusche, die Synchronsprecher, mega, richtig gut. Und an sich die Texte, es ist wie ein Buch, es ist ein Text-Adventure, ja, mit Bildern. Und es ist wirklich so gut gemacht. Also wer auf Text-Adventure steht, das ist das richtige Spiel. That's one thing off the list. I think we got it all. Ja, ich denke, wir haben alles gefunden, was es hier zu finden gibt. Du öffnest den Deckel erneut. Nein, nein. You said you didn't want to talk about the ledger. Ja, However, now that you have it back, it would not hurt to start taking notes on the case. Officially. absolut. Da bin ich bei Ihnen, Kim.